Wie können Sie Dokumente mit Bridge unterzeichnen und auch Ihre Kunden unterschreiben lassen? In Bridge gibt es verschiedene Wege, ein Dokument zu unterschreiben. In diesem Video werden wir Ihnen den direkten Weg über die Übersicht erklären. Klicken Sie in der Übersicht auf Dokument unterschreiben, um die Funktion zu starten. Zuerst wählen Sie den Kunden aus, dem Sie ein Dokument zur Unterschrift senden wollen. Im Anschluss entscheiden Sie sich für das Dokument, welches unterschrieben werden soll. Beachten Sie hier die Unterscheidung in Kundendokumente und allgemeine Dokumente. Kundendokumente sind Ihren Kunden individuell zugeordnet. Im Gegensatz dazu stehen allgemeine Dokumente jedem Kunden gleichermaßen zur Verfügung. Dies können beispielsweise Ihre Erstinformationen oder die Datenschutzerklärung sein. Was ist aber, wenn das Dokument, welches unterschrieben werden soll, noch nicht hier abgelegt ist? In den Kundendokumenten können Sie es über das Menü an der rechten Seite mittels Datei importieren ganz einfach hochladen. Wählen Sie jetzt ein Dokument aus und klicken Sie auf Weiter. Sie können nun das Dokument für die Unterschrift vorbereiten, das heißt benötigte Unterschriftsfelder und Kommentare einfügen. Danach senden Sie das Dokument an Ihren Kunden zur Unterschrift. Wichtig ist, dass jetzt keine Änderungen am Dokument mehr vorgenommen werden können. Der Kunde kann lediglich unterschreiben. Sehen wir uns zunächst die Oberfläche genauer an. Auf der linken Seite sehen Sie alle Seiten des Dokuments aufgelistet, darüber die Punkte Nächste Unterschrift und Vorgang abschließen. Ganz oben links finden Sie außerdem das Menü mit vielen weiteren Optionen. Auf diese werden wir später im Video noch eingehen. Gehen Sie im Menü auf Formulareditor, erscheinen in der rechten oberen Ecke die Auswahlmöglichkeiten Signaturfeld, Textfeld, Checkbox und Fotofeld. Diese können Sie je nach Bedarf dem Dokument per Drag and Drop hinzufügen. Im Signaturfeld können Sie später unterschreiben. Nun ziehen Sie das Signaturfeld mit der Maus per Drag and Drop mit gedrückter Maustaste an die entsprechende Stelle. Benötigen Sie mehr Unterschriften, setzen Sie ein weiteres Signaturfeld an die entsprechende Stelle. Ebenfalls lässt sich die Größe des Signaturfeldes durch Ziehen am Rand verändern. Dabei können Sie durch das Häkchen unterhalb des Feldes entscheiden, ob das Signaturfeld als Pflichtfeld gewertet werden soll. Dieses muss unterschrieben werden, um den Vorgang abzuschließen. In das Textfeld können zum Beispiel Anmerkungen oder Kommentare für den Kunden geschrieben werden. Beide Felder werden von Ihnen als Berater im Vorfeld ausgefüllt. Die Checkbox stellt dabei ein Kästchen dar, welches durch Anklicken mit einem Kreuz gefüllt wird und so zu einer Markierung eines Sachverhalts verwendet werden kann. Ihre Kunden können im Nachhinein keine Änderungen mehr vornehmen, also weder das Kreuz aus der Checkbox entfernen oder hinzufügen, noch in das Textfeld schreiben. Mit dem Fotofeld ist es Ihnen möglich, ein Foto in das Dokument zu integrieren. Dies können Sie ganz einfach, zum Beispiel per Smartphone, aufnehmen. Haben Sie alle Felder richtig gesetzt, werden Sie diese im nächsten Schritt ausfüllen. Dafür klicken Sie auf Vorgang abschließen. Dadurch verschwinden die obigen Funktionsfelder. Ein Hinweis: Haben Sie den Vorgang versehentlich zu früh abgeschlossen, können Sie sich die Funktionsfelder über das Menü mit der Option Formulareditor wieder anzeigen lassen. Klicken Sie nun auf das Signaturfeld, in dem Sie unterschreiben wollen. Sie bekommen daraufhin 3 Optionen angezeigt, aus welchen Sie auswählen, wie Sie digital unterschreiben möchten. Dies funktioniert entweder über die InSign-App, über einen Link, den Sie per SMS zugeschickt bekommen, oder über einen Link per E-Mail. Ein Tipp: Wenn Sie bereits auf einem touchfähigen Gerät arbeiten, erscheint direkt das Unterschriftenfeld. So können Sie selbst direkt unterschreiben. Sollten Sie kein touchfähiges Gerät nutzen, empfehlen wir Ihnen für die eigenen Unterschriften die App InSign zu nutzen. Diese finden Sie im Play Store bzw. App Store. Dadurch sparen Sie sich bei jeder Unterschrift ein wenig Zeit. Da wir InSign in Bridge integriert haben, können wir damit DSGVO-konforme und TÜV-geprüfte digitale Unterschriften garantieren. In unserem Beispiel verwenden wir die InSign-App für die Unterschrift. Dort tragen wir den untenstehenden Code ein und unterschreiben dann. Im Dokument sieht das dann so aus. Wie können Sie Ihren Kunden unterschreiben lassen? Hierfür gehen Sie im Menü auf die Option Unterschrift anfordern und geben die E-Mail-Adresse Ihres Kunden an. Klicken Sie nun auf Senden. So können Ihre Kunden die Mail auf einem touchfähigen Gerät öffnen und direkt unterzeichnen. Um genauer zu verstehen, wie das für Ihre Kunden funktioniert, schauen Sie das Video zur digitalen Unterschrift aus Kundensicht an. Das Fenster, das sich nach erfolgreichem Abschluss öffnet, ist die Vorgangsverwaltung. Dieses können Sie bedenkenlos über das Menü rechts oben in der Ecke wieder schließen.